Wo wollen wir denn heute hin? Ah, ich dachte mir, wir fliegen vielleicht zu den Maschinenelfen. Die DMT-Aliens? Ja, Geile Idee. Aber was passiert? Die sind doch außerhalb der Matrix. Dann kommen wir nie wieder zurück. das kann passieren, ja. Anyway, auf geht's! Ab zu Auf den geht's. Maschinenelfen! Yeah! Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit dem wunderbaren Jonathan. Und der bezaubernden... Genie, Shiva. Ja, also, unser heutiges Thema sind die DMT-Elfen. Und wir haben uns gedacht, da das ein super cooles, spannendes, mega abgefahrenes Thema ist, von dem es noch nicht so viel gibt, außer im englischen Bereich, haben wir gedacht, ja, machen wir mal. Leider habe ich sie noch nicht getroffen, vielleicht habe ich sie mal kurz gesehen, aber da ist auch schon das Ende der Geschichte. Das heißt, wir werden euch heute einfach eine Menge Informationen präsentieren und den Zusammenhang mit der Amnesie, die in der Matrix herrscht. Ich übergebe das Wort an Jonathan. Mhm. Ja, meine lieben Leute, die Maschinenelfen werden auch DMT-Elfen genannt. Und zwar deshalb, weil Begegnungen mit den Maschinenelfen eigentlich so gut wie immer von irgendwelchen Leuten wahrgenommen worden sind, die eben DMT von außen zugeführt haben. Ach ja, falls ihr euch fragt, warum wir so aussehen, wir wissen es selber nicht. Nein, das waren wir nicht. Das waren die DMT-Elfen. Und ja, durch einen sehr, sehr extremen DMT-Ausstoß von Seiten der Zirbeldrüse ist es halt so, dass dann das Bewusstsein sich vom Körper löst und dann hinaus in die Galaxie fliegt. Es macht Tisch und dann zack weg. So wie wir gerade. Wir sind ja auch gerade auf dem Weg durch die Galaxie zu den Maschinenelfen. Wie ihr sehen könnt. Da sind wir gerade in der Nähe vom Jupiter. Ja, weiter sind wir noch nicht gekommen. Ist noch nicht das schnellste Raumschiff, aber wird schon. Wird wir schon. suchen uns einfach ein Wurmloch, Ende. Ja, mit dem Raumschiff wird das wohl noch ein paar Jährchen dauern, glaube ich. Ne? Ja, deswegen Wurmloch. Ja, ja. Und ja, die ersten Hinweise zu den Maschinenelfen kamen von dem DMT-Papst Terence McKenna. Das war ja ein sehr gebildeter und intellektueller Mann, der eben, keine Ahnung, fast 500 Trips geworfen hat mit DMT und Psilocybin-Pilzen. Also der war praktisch immer drauf, ja. Naja, also Scherz. 500 Trips, ne, die kriegt man im Leben wohl locker unter, wenn man mutig ist. Ja, und da war es dann so, dass er in einigen Gelegenheiten tatsächlich auf die Maschinenelfen gestoßen ist. Aha. Ja, wer oder was sind denn die DMT-Elfen oder Maschinenelfen? Sie sind Händler, Energiehändler. Ich meine, das kennen wir ja hier alle inzwischen, auch vielleicht aus unseren Videos. Jeder handelt hier mit Energie, weil das ist die Währung des Universums. Nicht wie bei uns Geld, sondern Energie. Und die DMT-Elfen bieten dir im Tausch gegen ein bisschen deine Energie, was du nicht mal mitbekommst, ziemlich abgefahrene Fähigkeiten oder Wünsche an. Du hast einen Wunsch, die DMT-Elfen erfüllen ihn dir. Und wie machen sie das? Ja, sobald du also eine Begegnung mit den Maschinenelfen hast, dann flitzen die um dich rum, begrüßen dich, sind immer sehr überschwänglich, voller Freude. So? Ja, so ein bisschen. Okay. Richtig. Und dann, weil der Mensch eben so selten es schafft, zu den Maschinenelfen zu kommen und weil die auch so weit entfernt sind,
bist du mit deiner menschlichen Energie eigentlich eine Rarität bei den Maschinenelfen. Und weil du eben eine energetische, rare oder seltene Energiesignatur hast, möchten die natürlich sehr gerne mit dir handeln. Also wir sind also die Ferraris unter den Autos dann für die Elfen. Ja, weil wir eben selten vorkommen. So wie bei uns vielleicht uralte Münzen oder uralte Schwerter oder andere antike Gegenstände. Ne? Für die sind wir also wirklich fast wie antike Persönlichkeiten, die eben halt selten vorbeikommen. Und dann kommen die natürlich sofort angeflitzt und möchten Energie tauschen. Und einen Wunsch erfüllen. Und meistens machen die das dann gar so, du hast einen Wunsch und zwar möchtest du Telekinese lernen. Und dann zeigen dir die Bewegung oder sie zeigen dir praktisch vor und du musst auch direkt mitmachen, wie man eben Telekinese lernt. Zum Beispiel machst du dann, keine Ahnung, das ist nur eine Idee, machen sie dir vor. Du musst das mitmachen und das Gefühl dazu aufbringen und zu lernen, wie man telekinetisch Gegenstände bewegt. Das Problem ist, dass man eben sehr, sehr kurz da ist. DMT-Trips dauern höchstens 8 bis 12 Minuten. Und in der Zeit musst du eben dann auch die Telekinese lernen und du musst ja auch erstmal dahin und dann musst du dich erstmal orientieren und in der Zeit müssen die DMT-Elfen dir das auch erstmal zeigen und dir bewusst machen, hey, du bist hier und du hast einen Wunsch frei und lern das mal fix. Genau, und in den kurzen 12 Minuten oder 10, kannst du dir den Wunsch erfüllen lassen und ihn lernen. So sieht's aus. Und wer es schafft, zu den DMT-Elfen zu kommen, da spricht man ja auch von einem sogenannten DMT-Durchbruch. Natürlich empfehlen wir nicht, DMT zu sich zu nehmen. Nein, nein. Nein, nein. Darf man nicht. Ne? Ist ja gesetzlich nicht erlaubt. Ist das stärkste Halluzinogen, das eigentlich so in unserer Welt erhältlich ist. Interessanterweise produziert aber unsere Zirbeldrüse körpereigenes DMT. Beispielsweise bei außerkörperlichen Erfahrungen, die plötzlich auftauchen oder luzide Träume oder hellsichtige Momente geschehen deshalb, weil von der Zirbeldrüse etwas DMT ausgeschüttet wird. Das ist aber so gering, die Menge, dass sie eben nicht immer die große Erfahrung bewirkt, aber immerhin eine spannende Erfahrung. Ja, und man kann das natürlich auch noch anders unterstützen, und zwar durch Frequenzen. Die können auch dafür sorgen, dass jede Menge DMT ausgeschüttet wird. Bringen natürlich auch nicht die mega geile DMT-Elfen-Erfahrung, aber natürlich erweitert es das Bewusstsein, logisch, klar. Und da kann man auch einige spannende Erlebnisse dann haben. So sieht's aus, ja. Ja, und die DMT-Elfen, beziehungsweise die Maschinenelfen, gibt es ja einige Bezeichnungen mittlerweile dafür, ne? Machine Elves oder selbstgenerierende DMT-Elfen und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Laut Terence McKenna sind das eben elfenartige Wesen, die so ein bisschen erinnern an diesen Hauself aus Harry Potter. Ah, ja. So daran erinnern die so ein bisschen vom Aussehen. Ne? Nur mit größeren Ohren. Dobby. Dobby hieß der, ja. Und sind auch nicht sonderlich groß. 1,50 so, gell? Maximal, würde ich sagen. Ja. Die können sich auch teleportieren, wenn die so um dich herum stehen, dann sind die plötzlich links, plötzlich rechts an der Decke oder sonst wo. Also die sind sehr flexibel in ihrer Fortbewegung. Und sobald es zu einem Energieaustausch kommt, flitzen die sozusagen durch dich durch. Die dringen also in dich ein, in deinen Körper, in deinen Geist. Kleine Schweinchen. Ja, und holen sich da die Energie raus und gehen dann wieder raus. Ja, letztens war ich ja, keine Ahnung, irgendwie mit dem Bewusstsein ganz weit weg und da habe ich auch so grüne mit so ganz langen, aber die sahen eher gruselig aus, nicht niedlich, aber vielleicht, wer weiß das schon. Die hatten auch so eine Augen, und, aber gruseliger. Nicht niedlich wie DMT-Elfen wahrscheinlich.
Ja, die wirken auf den ersten Blick schon recht süß oder sympathisch, so wie einige Berichte über Begegnungen mit Maschinenelfen aussagen. Aber es ist nicht so einfach dahin zu kommen, ist schon recht schwierig, würde ich sagen. Wo wohnen die denn, in den Fraktalen? Genau, die wohnen in den Fraktalen. Das bedeutet, sobald man also genügend DMT von der Zirbeldrüse aus erhalten hat und ins Blut ausgeschüttet wird, dann sieht man ein riesengroßes Chrysanthemum vor seinen Augen. Das sieht aus wie ein, ja, wie sieht das aus? Wie ein Uhrwerk fast, ein fraktales Uhrwerk. Und wenn man das sieht, dann hat man einen Durchbruch geschafft und fliegt damit sein Bewusstsein in dieses seltsame Uhrwerk hinein. Und dann hat man die Möglichkeit, die DMT-Elfen zu treffen, beziehungsweise die fangen dann einen schon ab. Mhm. Weil die spüren deine Energiesignatur sofort und sagen, ein Mensch mit menschlicher Energie, den laden wir doch ein. Es gibt aber auch Berichte, wo Maschinenelfen im Zimmer einer Person aufgetaucht sind. Okay, ich glaube, ich muss mal Kontakt aufnehmen. Ich hätte da gern das eine oder andere. Und zwar möchte ich die Amnesie beseitigen. Da gibt es ja zum Beispiel auch dieses Buch von Rick Strassman, das Bewusstseinsmolekül, DMT. Und der Rick Strassman hat es tatsächlich geschafft, nach 1,5 Jahren Bürokratie eine offizielle Studie über DMT anzustellen. Ah ja, richtig, an der Uni, ne? Mit den Studenten. Ja, mit Probanden, allem drum und dran, ganz legal, ganz offiziell in der Uni. Und hatte auch ein dickes Buch drüber geschrieben. Und interessanterweise haben sich plötzlich auch Sponsoren gemeldet. Ja. Wahrscheinlich von der CIA. Die sagten dann, ja, wir geben ihnen Gelder für ihre Untersuchung, für ihre Forschung, für ihre Studie und im Gegenzug möchten wir halt alle Berichte und alle Informationen haben, die sie eben von den Probanden bekommen haben, beziehungsweise auch ihre Forschungsergebnisse einsehen. Und wer waren die Sponsoren? CIA. CIA und die Freimaurer. Ach ja, okay, alles klar. Ist doch wohl seltsam, oder? Selbstverständlich. Auch seltsam ist, dass beispielsweise in Amerika DMT auf Platz 1 steht der verbotenen Drogen. Ja, das wundert mich nicht. Also, noch schlimmer als Heroin. Und DMT hat keinerlei physischen Nachwirkungen oder DMT macht auch ganz gewiss nicht abhängig, weder geistig noch körperlich. Da wir es ja selber produzieren. Also mir ist mal aus Versehen eine Pfeife in den Mund gerutscht und ich wusste ja nicht, dass da DMT drin ist. Und ja, ich habe das aus Versehen einmal halt, war schon abgefahren. Was mir dann da aus Versehen passiert ist, so zufällig, bin nicht bei den Maschinenelfen gelandet, aber ich war tatsächlich direkt außerkörperlich. Das ist schon. Aber so viel mehr Spannendes ist dann auch nicht passiert, aber man kann schon erahnen, was mit einer wirklich großen Menge DMT wahrscheinlich dann möglich ist. Ja. Und es gibt ja auch diese Ayahuasca-Sitzungen. Ah ja, richtig, genau. Da in diese Ayahuasca-Pflanze, das ist so eine Liane. Ja, dieses Ayahuasca, wo man immer kotzen muss. Nee, danke, alles gut. Die kann man auch zu sich nehmen, weil da auch DMT enthalten ist. Da kann man auch schon solche transzendentalen Erfahrungen machen. Außerkörpererfahrungen, Selbsterkenntnisse und so weiter. Aber man kann DMT auch rauchen. Das sind dann so kleine, winzige, fast mikroskopische Kristalle, die durch einen chemischen, recht einfachen Prozess extrahiert werden können. Dann packt man sich die in eine Pfeife und kann die rauchen. Oh, die sind mir wahrscheinlich da reingefallen aus Versehen. Oder irgendjemandem sind die da reingefallen, die Krümel. Ja, ich glaube, der hat dir irgendjemand in die Pfeife getan. Oder aus Versehen, so. ja. Aus Versehen. Wusstest du ja nicht. Und DMT, wie gesagt, kann auch vom Körper selbst produziert werden. Und da möchten wir natürlich euch sagen,
versucht es lieber auf diese Weise, weil die ist sanfter. Und Schritt für Schritt kommt man da voran, bis man die Zirbeldrüse dazu gebracht hat, immer mehr und mehr DMT auszuschütten und nicht gleich mit so einem Knall. Außerdem, meine persönliche Meinung dazu ist, es ist zwar spannend, aber es ist natürlich viel, viel geiler, das aus der eigenen Energie und aus der eigenen Erfahrung und Kraft heraus zu schaffen. Und ich glaube, das sollte das Ziel für alle Leute, die die Matrix verlassen wollen, sowieso sein, es nicht mit Drogen zu schaffen, sondern aus sich selbst heraus, weil sonst wird man es sowieso nicht schaffen. Von daher... Oh Mist, wir müssen eben auf Lichtgeschwindigkeit. Ich komme gleich wieder. Haben wir es geschafft? Moment. Ach so. Dum, 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 dum. So, alles klar. Oh, gut. Also das für mich Spannendste, was ich da jetzt so gelesen habe, ist der Zusammenhang der Amnesie, der hier auf der Erde herrscht, und das, was die da Maschinenelfen dazu sagen. Und zwar, die wollen nämlich, dass auf der Erde die Amnesie gekillt wird. Und was rufen sie dabei immer? Déjà-vu, déjà-vu, déjà-vu. Also als ich das erste Mal gehört habe, wurde es mir ganz heiß und kalt und ich fand es echt richtig gruselig. Und ja, ich glaube, es könnte wohl vielleicht sein. Wir haben uns da schon den einen oder anderen Gedanken drüber gemacht, weil ich habe ja auch recht viele Déjà-vus pro Tag so. Und man hat ja auch immer das Gefühl, da, wo das Déjà-vu herkommt, das ist die wahre Realität. Also da, wo man sich wahrhaftig dann auch erinnert an alles. Meistens sind meine so 10, 12, 15 Jahre her. Also so in dem Zeitraum läuft das immer. Also meine wahre oder unsere wahre Realität wird eigentlich vor 15 Jahren gewesen sein. Das heißt, wir sitzen hier nur als Erinnerung. Wir sind nicht wirklich hier, sondern wir waren schon und spielen die ganze Geschichte jetzt nochmal durch. Von irgendwo, wo wir nicht wissen wo. Ja. Und Da daher, haben wir ja schon ein Video drüber gemacht. Genau. Könnt ihr am Ende des Videos mal reinschauen. Déjà-vu. Ne? daher sitzen wir jetzt hier, kriegen ständig Déjà-vus, weil wir uns eigentlich erinnern sollen und unsere Amnesie auflösen sollen. Und ich finde den Zusammenhang echt wirklich mega gruselig und sowas von abgefahren spannend. Ja. Es rührt daher, dass die Maschinenelfen eben, wenn Terence McKenna vorbeikam, immer gerufen haben, Déjà-vu, Déjà-vu, ne, zur Begrüßung und zum Abschied. Ja. Damit wollten die wohl zum Ausdruck bringen, dass dass das Déjà-vu oder das Déjà-vus eine Erinnerungsbrücke sind, um vielleicht die Amnesie aufzuheben, die eben alle Menschen auf diesem Planeten eigentlich so haben. Und das ist schon, finde ich, eine Möglichkeit, vielleicht die Amnesie, an denen wir alle leiden, durch die Inkarnation, durch den Geburtsprozess oder durch den Bezug eines physischen Körpers. Und ja, ich finde das eine sehr spannende Variante. Was hast du gesagt? Ich habe es vergessen. Und was wir natürlich auch sehr spannend finden, wir haben aber noch nicht so viel darüber nachgedacht und werden diesbezüglich vielleicht noch einige Informationen recherchieren und selber schauen, was wir darüber herausfinden können. Und zwar, dass die Maschinenelfen vielleicht ein vierter Weg sind, raus aus der Matrix. Weil die Maschinenelfen leben außerhalb der Matrix. Weit weg. Ja, und man kommt nur mit seinem Mentalkörper zu ihnen hin. Oder eben mit dem Bewusstsein. Ja. Ich weiß, letztens war ich irgendwo ganz weit weg und die sahen halt denen ähnlich. Aber ich weiß, das war nicht innerhalb der Matrix und das war auch nicht annähernd nah. Ja.
Also das wirkte schon außerhalb, definitiv, wo auch immer es war. Wir haben ja bereits ein Video darüber gemacht und haben darin 3 Wege aufgeführt, wie man die Matrix verlassen kann. Und haben ja in diesem Video gesagt, dass uns weitere Wege nicht bekannt sind. Und daher könnte es eventuell sein, dass die Maschinenelfen einen 4. Weg darstellen. Und denn die Maschinenelfen haben nämlich die Fähigkeit, Wünsche zu erfüllen, beziehungsweise sie gelten auch als Techniker und Programmierer des Universums. Das heißt also, wenn du jetzt dahin kommst zu den Maschinenelfen und sagst zu denen, du, ich will aus der Matrix raus, ja, dann könnte es durchaus möglich sein, dass sie sich ein bisschen Energie von dir klauen und dir dann sagen, wie man aus der Matrix herauskommt. Ach, die können alles haben, wenn sie mich rausholen. Brauche ich ja nicht mehr. Deine Seele? Nein. Siehst du? Nein. Ja, es gibt auch noch Gerüchte, dass die CIA oder irgendeine andere verschworene Geheimgesellschaft es geschafft hat, Kontakt zu den DMT-Elfen aufzunehmen. Die CIA hat ja da viele Experimente unternommen, sind aber nur Gerüchte, wir wissen nicht, ob es stimmt. Terence McKenna hat darauf hingewiesen, dass seinen Informationen nach es sich so verhält. Und zwar, dass die CIA ständig irgendwelche Leute zu den Maschinenelfen geschickt haben durch sehr hohe DMT-Dosen, die dann injiziert worden sind, um nämlich die Maschinenelfen darüber auszufragen, wie man einen Planeten versklaven kann. Das ist ja nett. Ja, und vielleicht, ist ja nur ein Gerücht, man weiß es nicht, vielleicht hat es damit zu tun, warum es diese ganzen Chemtrails gibt oder Fluorid und so weiter, Glyphosat, um die Zirbeldrüse des Menschen eben möglichst stark zu dämpfen, damit die Leute nicht irgendwie mal hinter die Kulissen der Matrix blicken können. Und ja, es kann durchaus sein, dass eben die Maschinenelfen denen da Tipps gegeben haben. Und Terence McKenna hat gesagt, Leute, wenn euch das mit den Maschinenelfen interessiert, verbündet euch und versucht in Gruppen zu den Maschinenelfen zu kommen, um all die Informationen herauszufinden, damit ihr diesen Planeten wieder befreien könnt. Aber so. Aber bitte jetzt nicht als positiv oder schlecht, weil den DMT-Elfen an sich ist es ja egal, ne? Dass die Tipps geben, wie man die Menschheit versklavt. Also das ist jetzt nicht so als gut oder schlecht zu bewerten. Ne? Ganz wichtig, denn sie helfen einem. Also sie sind halt Händler. Ende. Eben, Ende. Händler, dessen Moral nicht so hoch im Kurs steht, sondern der Handel. Kennt ja die Ferengis, ne? Genau, wie die Ferengis. Ne? Das hast du ja auch in deinem Artikel geschrieben. Wer nochmal über die DMT-Elfen nachlesen will, er hat einen Artikel drüber geschrieben bei matrixblogger.de. Ja, ist glaube ich der letzte, der gerade online ist. Von daher werdet ihr ihn fix finden. Ja, momentan ist das also Thema bei uns. Ja, ist nämlich auch ziemlich geil. Da versuchen wir noch mehr herauszufinden und wenn wir wieder spannende Sachen herausgefunden haben, dann würden wir euch natürlich sofort darüber informieren. Exklusiv, ihr seid die Ersten. Exklusiv. Okay, ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal das Wichtigste rausgehauen. Und wir versuchen Kontakt mit den DMT-Elfen aufzunehmen, denn die sind ja auch fähig, hierher zu kommen. Und irgendwie hin und wieder schaffe ich es ja, mit dem einen oder anderen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht klappt es ja, man weiß es nicht. Und wenn wir dann Infos haben, sind sie auch für euch da. So ist es. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Dann haben wir es, ne? Tschüss und bye bye. Tschüss. Bye.